Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute für euch von Holosun das 509 TRD. Wir haben euch ja schon einige Pistol Sights von Holosun vorgestellt, heute das 509 TRD. Was ist der Unterschied zu denen, die wir bereits vorgestellt haben? Ich zeige es euch einmal kurz an den Rifle Sights, das ist nämlich dasselbe Prinzip. Ihr habt hier das 510 und hier das 512, haben wir auch schon vorgestellt. Ihr seht es bereits, offenes Gehäuse, geschlossenes Gehäuse. Was ist da der Vorteil bzw. was ist der Nachteil? Nachteilig ist vielleicht schwerer, aber das ist in dem Fall auch gar nicht so. Der Vorteil ist aber, dass wir ein komplett geschlossenes Gehäuse haben und damit unabhängig von der Witterung sind. Hier kann jetzt, wenn ich das Gewehr in der Vorhalte halte, und das gilt natürlich dann auch für die Pistole, Schnee, Dreck, Regen reinkommen und die Scheibe beschmutzen. Und was noch viel schlimmer ist, die Diode ist exponiert. Ja? Bedeutet, wenn ihr in solchen Witterungen schießt, kann Schnee, Wasser, was auch immer auf die Diode kommen und damit das Absehen verdecken, ja? Beziehungsweise die Projektion des Absehens verhindern und damit ist das Gerät dann für euch nutzlos. Und genau dafür wurde hier das 512er konzipiert, für die Langwaffe, und für die Kurzwaffe das 509. Das wäre dann ideal zum Beispiel für die Behörde, für Polizei, für irgendwelche Einheiten, die witterungsunabhängig arbeiten müssen. Ja? Einfach ein geschlossenes Gehäuse, Scheibe vorne, Scheibe hinten, Diode in der Mitte, alles safe. Und der Vergleich auf der Kurzwaffe. 407 hatten wir vorgestellt, auch das 507, offene Gehäuseform, ideal zum sportlichen Schießen. Und hier die 509er Variante, komplett geschlossene Variante, natürlich auch gut zum sportlichen Schießen, aber halt auch speziell nochmal für die Behörde interessant, da geschlossene Gehäuseform. Das Holosun 509 TRD ist aus Titan. Wir haben ein Gewicht von 48,76 Gramm. Wir haben eine IP-Schutzklasse von IP67 und natürlich ganz wichtig für euch zu wissen, was haben wir für ein Absehen. Wie immer bei Holosun in der 500er Reihe haben wir einen 2 MOA Dot und einen 32 MOA Ring. Das Absehen kann umgestellt werden. Das 509 TRD hat auch ein Solarpanel auf der Oberseite, kann dementsprechend auch die Batterie damit schonen. Wir haben eine Batterielebenszeit von bis zu 50.000 Stunden, wenn ihr nur mit dem Punkt arbeitet und eine niedrige Leuchtstufe benutzt und das Solarpanel natürlich auch noch mitnutzt. Das hat dann auch eine automatische Helligkeitsregulierung. Wenn ihr das nicht haben wollt, könnt ihr das auch abschalten auf manuellen Modus und dann entsprechend in 10 Leuchtstufen Tageslicht und 2 Leuchtstufen für Nachtsicht nochmal manuell justieren. Weiterhin haben wir hier auch die Shake-Awake-Technologie verbaut, wie sie bei allen Holosun-Visieren inzwischen üblich ist. Nach 10 Minuten erschütterungsfreier Lage, also wenn ich das in den Schrank lege, geht das Gerät aus und ist bei der geringsten Erschütterung wieder sofort aktiv. Funktioniert sehr, sehr gut. Bei meinem Gerät aktuell 2 Jahre im Einsatz und noch nie ausgeschaltet. Auf der Pistole ist natürlich noch ein Wert ganz wichtig zu wissen, die Vibrationswiderstandsfähigkeit. Hier haben wir 5000 G, das heißt, es sollte einige Cycles überleben auf einer Kurzwaffe, denn hier wirken natürlich massive Kräfte, wenn der Schlitten sich vor und zurück bewegt. Da haben wir bisher auch noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Was ist sonst mit dabei? Ihr habt natürlich wie immer ein Putztuch, Werkzeug, Garantiekarte und mehrsprachige Anleitung. Eine Ersatzbatterie, ganz wichtig zu wissen, keine 2032, sondern eine 1632. Das sind die etwas kleineren Batterien. War bei der vorherigen Serie noch so, dass das nicht so war. Das ist die Ersatzbatterie und eine ist hier bereits schon verbaut, also sie kommt mit 2 Batterien mal 50.000. Könnt ihr euch selber ausrechnen, wie lange ihr Zeit habt, um neue Batterien zu kaufen. Wir haben jetzt mal die MOS-Glock demontiert, einfach weil das mit der Montage vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen ist, wenn wir das nicht live zeigen. Mit dabei habt ihr hier eine Montageplatte, die auf eine RMR-Platte passt. Ne? Normalerweise sind die Holosuns so, also die Pistol Sights sind so designt, dass sie auf eine RMR-Platte passen. RMR, Trijicon, ist das Format, was auch bei eurer Glock MOS mit dabei ist. Das wäre diese Platte. Die setzt ihr hier drauf und da drauf, also normalerweise die anderen Visiere würden jetzt direkt hier drauf kommen. Bei dem 509 ist es so, da kommt jetzt quasi noch eine Platte drauf und da drauf kommt dann die Optik.
Ihr seht schon, wo das hinführt. Das wird ein ganz schöner Turm. Und genau aus dem Grund sagen wir, die Platte, die dabei ist, die vergesst ihr mal ganz schnell. Und die Standard-RMR-Platte von der Glock könnt ihr auch vergessen. Weil ihr könnt optional diese Platte kaufen. Denn die ist quasi die Verbindung aus beidem. Die setzt ihr einfach drauf, dann schraubt ihr sie fest. So, ich mache das mal ganz fix. Ganz locker luftig jetzt nur, dass wir, also ich mache das jetzt nicht so, wie ich es normal machen würde. Es soll ja hier jetzt mal schnell gehen. So, einmal kurz reingeschraubt. So würde dann das System aussehen mit dieser speziellen Platte, bisschen tiefer gelegt. Das hat folgenden Hintergrund. Das 509T, das funktioniert ähnlich wie eine Picatinny, also wirklich wie eine Mikro-Picatinny. Ja, das wird hier aufgesetzt und dann seitlich verschraubt. Ja, also nicht so wie bei den anderen Visieren, die von oben verschraubt werden, sondern das wird wirklich hier seitlich mit einer Klemmbacke dran gezogen und damit ist das dann auch fest entsprechend. Es kommt also nicht wie die anderen Visiere auch nochmal mit einer zusätzlichen Montage für die Langwaffe, sondern das ist wirklich speziell für die Pistole konzipiert und gerade in Verbindung mit der Moss-Glock eine richtig geile Sache, weil halt schön flach. Da bräuchte man fast schon keine Silencer-Sights. Also wenn man hier ja, mit ein bisschen Liebe durchguckt, dann sieht man sogar noch vorne das Korn. Das geht schon einigermaßen, aber ich würde es trotzdem empfehlen, als Backup-Lösung da nochmal was Extranes an Erhöhung zu kaufen. Aber so an sich eine super runde Sache. Das Werkzeug ist nicht nur zur Montage der Optik auf der Waffe, sondern hat auch nochmal hier auf der anderen Seite einen Schlitzschraubenzieher, den ihr dann dafür verwenden könnt, um das Batteriefach zu öffnen. Das ist nämlich in Schubladenform, wie auch schon bekannt bei den anderen Mikrovisieren jetzt in der neuesten Generation, hat den großen Vorteil, ihr müsst bei einem Batteriewechsel nach 5 Jahren, wenn ihr mal die Batterie wechseln wollt, müsst ihr nicht extra die Optik runternehmen, sondern könnt das wirklich hier einfach von der Seite machen. Es ist ein bisschen, ja, obwohl ich kann hier mit dem Schlitz reingehen, glaube ich. So ist es nämlich auch gedacht. Ja, genau. Kann hier mit dem Schlitz reingehen. Wie gesagt, ist dann eine 1632 Batterie, keine 2032 mehr, wie bei den alten Geräten, wo man die Optik noch runternehmen musste, wird hier seitlich eingeschoben. Sitzt ein Dichtungsring vorne in der Schublade, damit auch die Wasserfestigkeit gegeben ist. Und damit ist es eine runde Sache, um schnell die Batterie wechseln zu können. Da sind wir auch schon beim Fazit angekommen. Die 509 TRD, der Name sagt es, T, Titan, RD, Red. Vielleicht kommt da nochmal was anderes in einer anderen Version. Zum Beispiel grün kann ich mir gut vorstellen. Ist eine runde Sache, gerade speziell interessant für den behördlichen Bereich. Und ich persönlich finde, dass sie für sportliche Schießen auf einer Glock wunderschön aussieht. Ja, ich mag einfach dieses eckige Design, das passt auch wunderbar zu einer Glock. Jetzt hier auf der Walter, ne, da sieht das andere natürlich besser aus, weil auch die Waffe an sich einfach runder und stimmiger ist. Da passt hier auch eine runde Optik schöner drauf. Aber gerade bei der Glock ist es hier, das gibt nochmal so den Touch, wo ich sage, da auf die Moss Glock passt das perfekt drauf. Was es letztendlich für eins werden soll, das müsst ihr selber entscheiden. Die geben sich von der Funktion her alle nichts, ja, weil wir haben da überall dasselbe Absehen, selbe Funktion. Ist wirklich eine reine Präferenz, wie ihr das optisch gerne habt. Sind alles Top-Geräte, die wir ausnahmslos empfehlen. Bekommt ihr bei holosun.eu, der Link ist unten eingeblendet. Das Holosun 509 TRD kommt waffenready mit einer Montageplatte, wenn ihr es so drauf bauen wollt. Ihr könnt natürlich das ganze System dann nochmal etwas tiefer legen mit der Spezialplatte, die wir euch schon gezeigt haben. Die müsst ihr allerdings extra kaufen, bekommt ihr aber auch bei holosun.eu. Schießt ihr auch schon Holosun? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da, abonniert den Kanal, denkt daran, die Glocke zu klicken. Schaut in den Blog rüber, da habt ihr nochmal alle Spezifikationen schwarz auf weiß, ein paar Bildchen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.